Hab Johnson Rai, keine Zeit. Ja. Content produzieren. Was machen wir heute? Wir haben eine richtig geile neue Lieferung. Wir drehen drauf. Siehst du das nicht? Meine Herren, Michel! Ah, schon wieder BMW. So schaut's aus. Mietkummer. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Pass auf. Neues Auto. Lieferung ist gerade gekommen. Ein Trailer aus München, wer hätte es gedacht? Ein wunderschöner neuer BMW M2 Competition mit OPF. Wir ziehen uns das einfach mal rein und gucken uns mal die Version 2020 an und dann schauen wir, was man da so verbessern kann. Kommst mit, oder? Ja. Oh, wieder. C63. Muss ich wahrscheinlich gleich meine Sprache ändern. Tada! Weiß und rein. Und was mir gleich auffällt, da haben die Jungs sich wieder was ausgedacht. Beziehungsweise, ich glaube ja gar nicht, dass das von Seiten BMW kommt, sondern ich glaube, da sitzt irgendwo anders jemand in der Kammer, dem so richtig langweilig ist, dass ich gedacht habe, Mensch, wir machen so ein M, den tun wir so richtig, dass es so richtig langweilig wird. So machen wir das. Ja, schon so, ne? Ja. So, jetzt guckt euch das Auto an. An sich eine geile Kombi, kein Schiebedach, Handschalter, richtig geil. M2 Competition, das heißt S55, 410 PS. Die geile große Bremse, ich würde sagen, das gucken wir uns aber in der Werkstatt mal an, weil die ist wirklich mächtig. Ja, und es ist auch kalt gerade, ne? Das ist echt kalt. Ich vorne gleich rein, oder? Freilich. Wir fahren gleich rein, genau. Da heute MX Motorsports M Lockdown Performance Days. Das musst du wirklich anhören. Ey, Kaltstart. Fupft eigentlich? Ich bin überhaupt gespannt, wie viele unsere Videos, nachdem diese Werbeeinblendung kommt, welches nächste Video angeschaut werden soll, Nach dem welche Abspann. da nochmal geschaut haben. Weil das ist das Beste eigentlich im ganzen Video, ne? Das ist das Beste im ganzen Video. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das Ding vorhin vom LKW gefahren. Pfropfern, tut doch gar nichts mehr. Gar nichts Aber geh mal hinter und hörst du auch. Und? Gehörsturz? Na, das nicht. Kratzt ein wenig. 12 Kilometer. Sieht man schon, hä? Das Problem ist, bei der Kilometerlaufleistung ist leider noch nicht die Einfahrkontrolle gemacht worden. Das heißt, mit Fire Free ist da noch nicht so viel, aber das kriegen wir schon, Fahren wir mal rein. Ui. Da drückt sich ja ganz schön den Sitz da, ja. Hey. Mach aus, ist so laut. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wir gucken uns ganz kurz das Auto an. Also ein 20er M2 Competition, natürlich wunderschöne Facelift-Rückleuchten, ist ja das Facelift vom N55. Viel hat sich da nicht verändert. Bisschen Cockpit, endlich mal M-Sitze, was ich dazu sagen muss, also beim M55, die Sitze, die da anfangs oder eigentlich immer drin sind, das ist schon eine harte Nummer, würde ich jetzt sagen, ne, dafür, dass es ein M ist. Ansonsten, wie ich, mega sexy Auto, bietet eine richtig gute Basis, um etwas draus zu zaubern. Ach ja, da kommt übrigens auch noch was. Den Maxai M2, der ist ja gerade in der Aufbauphase, der steht jetzt nicht hier, der steht gerade woanders, aber da könnt ihr euch fast machen, da zeigen wir euch mal, was man aus so einem M2 überhaupt richtig machen kann. Das wird gut. Ja, wie auch letzten Sonntag, diesen Sonntag wieder, ein S55. Ach ja, vielen Dank für das Feedback zu dem Video, hat uns sehr gefreut. Es war, muss ich sagen, auch beim Dreh ein richtiges Chaos, weil der Johnny, müsst ihr euch vorstellen, der war 15 oder 16, 17 Stunden permanent dabei. Natürlich kann der Kameramann jetzt nicht viel machen, außer eine Kamera halten, also es war für ihn sehr kräftezehrend, aber er hat das Beste draus gemacht. Und da kamen auch schon Fragen. Was war eine Frage? Reicht denn nicht nur der Korb oder so? Also ich habe eigentlich gedacht, ich habe das wirklich ausführlich erklärt. Ganz kurz nochmal, nein, es gibt sogar Versionen, wenn man genug Leistung fährt, da fliegt auch der Korb auseinander. Oder wenn man den Korb drauf macht, selbst da rutscht es durch und es kann zu Motorschaden kommen. Also wer 100% sicher sein will, dass dieser Motor hält, Crank Hub rein. So, Thema erledigt, weiter geht's am M2 Competition. Die Teile hier, die sind sehr schön. Da werden wir uns gleich noch was überlegen.
Ja, Klang, da haben wir was. Da gehen wir gleich mal auf Shoppingtour. Und wir gehen mal auf die andere Seite, weil da ist das Licht, glaube ich, besser. Wenn wir jetzt mal hier so schön reingucken. Was fällt uns da auf? Moment, ihr bleibt da. Ich gehe mal hier hin. Nichts gut, diese. Ist nix, mag mal alle neue dran. So, jetzt wieder ernst, muss ich ernst sein die ganze Zeit oder wie? Nee. Okay, dann machen wir jetzt einfach ein Verkaufsvideo daraus, ganz einfach, Leute. Ne? Komm. Also, was ich jetzt will, ach, das geht nicht durch ihre GEMA, ne? Von Pitbull. Oh ja, binga. Kannst du das kurz einblenden? Weißt du, so 3 Sekunden, dass die GEMA sagt, ach komm, lass mal die mal schnell. Das machen wir auch. Ein Showroom wie ein Wohnzimmer. Wir gehen shoppen. Was brauchen wir? Tiefer muss er. Soll aber keine 10.000 Euro kosten. Was machen wir? KWG Winterfedern. T63, 92. Da. KWG Winterfedern. Ich trage schnell hinaus. Fahrwerk. Auspuff, Sound, oder? Sound ist das Allerwichtigste, oder? Nehmen wir das. Haben wir da Anbausatz, Dämpfer. Nimmst du auch was, oder? Nee, ich hab die Kamera. Gut. Oh, ist die leicht. Endrohre. Was machen wir? Carbon hat er nicht, ne? Carbon hat er nicht, Sherloin hat er. Jetzt Chrom können wir auch machen, Chrom-Endrohr? Nein, nicht so. Ne? Was macht man? Nehmen wir sowas. Groß, 100 mm, mattschwarz. Ja. Original, aber legal. Ja. Und cool. Ja. Und geil. Ja. Das machen wir. Ach, herrlich. Shoppen ist einfach hier V3, Accra, ProTrack, alles da. HJS Downpipes. Wow. Das interessiert einfach gar keinen. Keine Zeit. Auf geht's. So. Ich bin heiß. Wir arbeiten was. Für euch geht's in einen, wie immer, wunderschönen Schrauberporn. Und wenn alles ausgebaut und zerlegt ist, sehen wir uns wieder. Abgasanlage original, ausgebaut. Ist kein großer Stress bei dem Auto. BMW ist da immer sehr schlau und ich würde sagen sehr schrauberfreundlich. Jetzt werden sich alle denken, was ist das für eine Abgasanlage? Also ich glaube, es sind 1, 2 Leute noch dabei. Die haben schon auf einem anderen Channel gesehen, dass wir eine eigene Abgasanlage für den M2 haben. Heute ist endlich der Tag, auf den ich jahrelang gewartet habe. Meine erste eigene Abgasanlage. Aber für alle, die jetzt neu zuschalten, kurze Erklärung. Also ihr seht, Serienabgasanlage ist ein Stück Endschalldämpfer, beide äußeren Endrohre durch eine elektronische Klappe gesteuert, Mittelschalldämpfer, die beiden OPFs, ja, ab 2019 gab es bei BMW OPF für alle M4 und M2, 40i auch, aber wie gesagt, das ist ja jetzt M. Genau,
Das ist nicht schön, denn durch die OPFs geht sehr, sehr viel Klangvolumen verloren. Was ja dann den Grund hat, wenn ihr euch so ein Auto kauft, beziehungsweise die meisten wirklich enttäuscht sind über den Klang. Und da dachte ich mir, für die Vorgängermodelle ohne OPF gibt es ja wirklich viele und für die Nachfolger eben nicht. Und dann gibt es noch Abgasanlagen. Wir haben auch einige im Programm von anderen Herstellern, die wirklich dieses S55, ich will jetzt, wie kann man es beschreiben, Kratzen oder Krächzen obenrum haben, und dem wollten wir irgendwie durch eine andere Variante von Schalldämpfern aus dem Weg gehen und deswegen unsere eigene Abgasanlage. So, das Teil ist hier. Was ist da anders? Also ihr seht hier schon mal zum Beispiel schon mal 2 Kabel liegen. Die sind im Lieferumfang selbstverständlich enthalten. Warum sind die Kabel dabei? Ganz einfach, also die sind sogar mit originalen BMW-Steckern verlängert, Plug and Play, wasserdicht, wirklich perfekt. Die Klappe an den originalen Innenschalldämpfer sitzt quasi viel weiter vorne, ich würde sagen ungefähr 25 bis 30 cm, und die Klappe an unserer Abgasanlage sitzt weiter hinten. Warum? Weil wir einen ganz anderen Aufbau des Endschalldämpfers haben und es somit nötig war, die Klappe an diesen Punkt zu versetzen, und deswegen die Verlängerung. So, der Schalldämpfer, bzw. der Endschalldämpfer, hat weniger Volumen als der. Jedoch, wie soll ich es beschreiben? Am besten, ihr hört euch das dann an, wenn man die Klappe zumacht. Man könnte sogar, also es gibt ein paar Versionen, die wir schon verbaut haben mit Downpipes und ohne OPF. Man könnte sogar damit mit Klappe zufahren und wäre immer noch bis auf ein paar dB im Grenzwert, weil das Dämpfungsvermögen bei Klappe zu ist wirklich extrem. Die Abgasanlage hat eine sogenannte ECE-Zulassung, das heißt eintragungsfrei. Die runter, die dran, fertig. Ziemlich geil, und was halt auch geil ist, klangtechnisch, trotz dessen, dass eine ECE-Anlage ist, ihr werdet es dann hören. Ja, was kann man noch zur Anlage sagen? Natürlich ist sie um einiges leichter als die originale Anlage. Jedoch muss ich ehrlich sagen, haben wir es noch nicht auf ein paar Gramm gemessen. Manche Kunden bauen halt das mit Hardpipe ein, andere mit Mittelschalldämpfer, und dann gibt es natürlich Kilogramm-Unterschiede, also von 1-2 Kilo mehr oder weniger. Aber in der Regel sind so 7 bis 10, was unsere Anlage leichter ist. Ist kein Titan, ist auch Edelstahl, das heißt, irgendwo kommt natürlich immer auch ein bisschen Gewicht her. Ihr könnt es gut erkennen, auf dem Endschalldämpfer ist eine sogenannte ECE-Plakette. Das ist auch wirklich unsere eigene Abgasanlage und nicht nur eine Anlage mit irgendeiner Laserbeschriftung drauf, sondern von uns, von mir entwickelt. Sehr, sehr lange, sehr, sehr zähes Thema gewesen, auch gerade wegen der Zulassung, aber ja, nach einem knappen Jahr waren wir durch und haben jetzt eine mega geile Anlage, wie ich finde, für dieses Auto. So, ich stelle das mal hier hin. Genau, Endrohr-Variante, ihr habt es vorhin schon gesehen. 4x100 mm Edelstahl mit unserem wunderschönen Schriftzug drauf. Warum kein Carbon? Also wir haben auch zweiteilige Carbon-Titan-Endrohre, Chrom-Endrohre. Was haben wir noch? Rote, blaue, aber farbig ist immer nicht so geil. Ja, das Auto hat keinerlei Carbon-Anbauteile und wird es auch nicht bekommen. Das soll rein eine Fahrmaschine sein, die sich gut anhört und gut anfühlt. Und deswegen mattschwarze Endrohre, dass einfach alles an dem Auto schön schwarz gehalten ist. Ja, das zum Thema Abgasanlage. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Für euch geht es wieder weiter mit Schrauberbohren und ich mache mich über den Einbau. Es ist soweit. Ja, perfekt, oder? Ist jetzt gerade, also wir haben ihn gerade von der Bühne geholt. Ich habe die Arme rausgezogen, das heißt, er kommt natürlich noch ein bisschen runter. Wir machen jetzt eine Probefahrt, Achsvermessung, das machen wir dann ohne euch. Und dann gibt es noch einen Soundcheck und ein vernünftiges Abspannpörnchen. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Kapitel M2 Competition Tieferlegen Abgasanlage auch schon durch. Genau, andere Verschönungsmaßnahmen habt ihr gesehen.
Ja. Dann sehen wir uns bei der Probefahrt. Haben wir einen Kaltstart? Mama? Aus. Gerade so Ansicht von hier mit dem Arsch jetzt schön breit. Fette Endrolle dran. Ja, wenn der sich noch ein bisschen setzt, dann schaut das richtig fett aus. Vielleicht noch ein paar Spurplatten, ne? 10er Spurplatten gehen schon noch drauf. Oh, 10er, ja. Oh, 10er noch. 10er drauf. 10er Platten. Auf jeden Fall, ich bin heiß. Ich will jetzt endlich fahren und das Ding hören. Du auch? Ja. Let's go. So, wir müssen jetzt natürlich die Abgasanlage mal so ein bisschen warm oder heiß fahren, besser gesagt. Bei Edelstahl ist ja so, sobald die Anlage einmal richtig warm war, erst dann muss man die Endrolle nochmal ausrichten, weil das sonst alles krumm dran hängt. Das ist aber normal, also die muss einmal richtig warm werden. Das Problem ist, beziehungsweise was heißt Problem, aber natürlich mit einem Auto, das jetzt 10 Kilometer drauf hat, kann man nicht Anschlag fahren. Wir fahren sie trotzdem human warm, soweit wie es halt die Drehzahl zulässt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal in der Werkstatt zu einem endgültigen Soundcheck. Und dann war's das. Das hört sich richtig geil an. Anlage ist warm. Was richtig geil ist, der Unterschied zwischen Klappe auf und Klappe zu ist wirklich extrem. Das heißt, auch mal für längere Fahrten, einfach im Efficient-Modus oder so, Klappe zu, beziehungsweise Teilsteuerung dann übers Gaspedal ist richtig gut. Und wenn die Klappe offen ist, im MDM oder so, wir zeigen es euch mal. Vor allen Dingen klangtechnisch S55. Aber Vorsicht! Schätzt mal, wie viel Drehzahl das ist. Geil, oder? Richtig geil. Ich liebe diesen Klang meiner Abgasanlage und das ist das Geilste daran ist einfach. Man hat das Pfupfer wird aber brutal. Aber weißt du, wenn du was mit jemandem zusammen entwickelst, also ich schweiße es natürlich nicht selber zusammen, es gibt einen Basishersteller von dieser Anlage und wir haben da ewig rumgemacht und immer, ja, das ist der S55, die hören sich so an, sage ich, nein, das muss irgendwie anders gehen. So lange haben wir rumgekaspert, bis sich das so angehört hat, aber richtig geil. Also jetzt mal freue ich mich wieder wie ein Kind, wenn wir solche Anlagen einbauen. Mittlerweile 2 Jahre schon fast auf dem Markt, also mach's nochmal so richtig und ich mach nochmal ein bisschen. Ja, klar. Liken, abonnieren, Toilette polieren. Okay. Liken, abonnieren, kommentieren. Das müsst ihr kommentieren. Also, wer das nicht kommentiert, der hat noch nie was kommentiert. Ist hier überhaupt 80 Grad in dem Auto? Komplett warm. Ist mir zu warm. Schwitzt du auch so? Filmst du das? Nee, oder? Doch, klar.